Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich lade dich heute ein, mir ein bisschen beim Malen über die Schulter zu gucken, und ich habe mir aus 2 verschiedenen Blautönen einen azurfarbenen Blauton angemischt, den ich zunächst erstmal mit ganz lockeren Schwüngen auf meine Leinwand male. Für mein heutiges Bild brauche ich einen Hintergrund, der aber nicht unbedingt homogen sein muss, und deshalb trage ich dann auch die beiden Farben abwechselnd auf und verblende sie auch miteinander. Da ich gleich mit Washi-Tape auf meiner Leinwand arbeiten werde, benötige ich einen trockenen Untergrund und deshalb föhne ich die Leinwand zunächst einmal an. Alternativ könnte ich sie über Nacht trocknen lassen. Ich habe heute vor, mit exakten Kanten zu arbeiten, und deshalb habe ich mir ein Washi-Tape ausgesucht, was das auch ganz besonders gut unterstützt. Normalerweise wäre es jetzt am besten, mit der Hintergrundfarbe einmal über das Washi-Tape zu gehen, damit die Farbe, die ich auftrage, nicht darunter läuft. Aber man muss dazu auch wissen, dass davon immer wieder etwas zu sehen sein wird. Und deshalb habe ich mich entschieden, ohne Netz und doppelten Boden einfach das auszuprobieren, was ich ausprobieren wollte. Die ersten Bahnen arbeite ich tatsächlich mit meinem Tortenmesser oder Palettenmesser und stelle dann fest, dass mir vorne die runde Kante und hinten das abgeknickte für diese Technik nicht so besonders gut gefällt, und deshalb greife ich auf meine Glättkelle zurück. Ich versuche aber heute nicht in der Rakeltechnik zu arbeiten, sondern im Grunde genommen eine flache und homogene Fläche zu erstellen. Durch das schräg aufgeklebte Washi-Tape ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Das stelle ich dann jetzt auch nach dem Wechsel auf dieses Werkzeug fest. Aber ich bin fest entschlossen, das einfach mal so durchzuziehen. Und mir fehlt natürlich auch Farbe. Deswegen muss ich auch noch weiter Farbe auftragen, damit auch noch der letzte Rest vom blauen Hintergrund unter der neuen Fläche verschwindet. Natürlich kommt an dieser Stelle dann die Frage auf, warum ich mir erst die Mühe mache, einen Hintergrund vollständig auf die Leinwand zu bringen, wenn er doch dann anschließend nicht zu sehen sein soll. Es wird so sein, dass ich trotz aller Bemühungen nicht jedes Stück Fläche mit meiner Glättkelle erreichen werde, und sollte dann der Hintergrund durchblicken, dann ist es die Farbe des Hintergrunds und nicht das Weiß der Leinwand. Man kann sich das Weiß der Leinwand zunutze machen, wenn es denn zum Bild passt. Ich möchte allerdings, und man kann es hier an dieser Einstellung auch schon sehen, wenn ich bis auf den Hintergrund durchgucken kann, dann soll er nach Möglichkeit farbig sein. Das, was ich hier versuche, ist ein bisschen die Nachahmung von Tiffany Glas. Das habt ihr mit Sicherheit schon mal auf Lampen gesehen oder in Spiegeln oder Wandbildern. Denn dort gibt es oft wolkige Flächen, es gibt transluzente Stellen, es gibt transparente Stellen, und je nachdem, mit welchen Pigmenten diese Glasscheibe hergestellt worden ist, hat man auch 2 oder mehr Farben in dem Glas.
Ich hatte ja schon mal davon berichtet, dass mich so Swarovski-Perlen und Glassplitter als Kind völlig fasziniert haben. Und so ähnlich ist es mir mit Tiffany-Glas gegangen. Und so habe ich jetzt auf dieser Fläche ausprobiert, ob es mir gelingt, mit den beiden von mir gewählten Farben diese Art Tiffany-Glas nachmachen zu können. Während ich euch das erzählt habe, habe ich mein Washi-Tape entfernt und es ist tatsächlich keine Farbe unter das Abklebeband gelaufen. Danach habe ich das Bild richtig gut durchtrocknen lassen, denn sonst könnte ich jetzt das neue Washi-Tape noch nicht aufkleben. Hier hatte ich mehrere Möglichkeiten, wie ich jetzt weitermache, und ich habe mich dafür entschieden, Teile der fuchsiafarbenen Fläche in die neue Fläche zu integrieren, und ich werde das bei der letzten Fläche dieses Bildes anders machen und euch natürlich auch zeigen. Das sieht jetzt sehr dunkel aus von der Farbe, die ich auftragen werde. Aber wenn ich die jetzt mit der Glättkelle ausziehe, seht ihr, dass es eine meiner Lieblingsfarben ist. Und zwar das Preußisch Blau. Man hätte tatsächlich auch jede andere Farbe nehmen können. Ich arbeite allerdings gerade mit einem Warm-Kalt-Kontrast und ich werde natürlich auch versuchen, dass ich diese blaue Fläche auch wieder in diesem Tiffany-Stil hinbekomme. Was mir dann allerdings aufgefallen ist und was ich dann im Verlauf des Bildes auch ändern werde, ist, dass ich jetzt natürlich bereits eine fertige Fläche habe und diese auch schützen sollte. Da ist mir ja gerade ein bisschen Farbe daneben gekleckert, zum Glück auf die Fläche mit dem Hintergrund. Aber das hat mir mal kurz einen Schrecken verpasst. Ich war so fokussiert darauf, mit der blauen Farbe weiterzumachen, dass es mir gar nicht in den Sinn gekommen ist, meine Fläche abzudecken. Bevor ich dann tatsächlich meine Flächen einmal abdecke, greife ich aber nochmal beherzt zur Flasche, so nach dem Motto, es passiert schon nichts. Wie ihr sehen könnt, komme ich meinem Tiffany-Glas immer wieder ein Stück näher.
Diese Bahn erinnert mich jetzt sehr stark an die Rakeltechnik und das heißt für mich, dass ich jetzt nochmal mit der Perlfarbe anders über diese Fläche gehen muss. Doch jetzt weiß ich auch, dass ich ein bisschen mehr Platz brauche, um die Kelle sozusagen weiter ziehen zu können und nicht vorher aufzuhören, sodass ich jetzt mit Hilfe eines Stück Butterbrotpapiers dann endlich auch genügend Platz habe und auch keine Sorge mehr haben muss, dass frische Farbe auf die bereits fertige Fläche gelangt. Dann gab es kurz nochmal einen kleinen Schreckmoment, denn es ist alles andere als ideal mit Washi-Tape und Handschuhen zu arbeiten. Aber ich habe tatsächlich Glück gehabt, es ist alles gut gegangen. Am meisten Spaß macht es dann natürlich, das Washi-Tape abzuziehen. Auch hier musste ich ganz schön aufpassen, dass mir das Butterbrotpapier nicht in meine feuchte Fläche gerät. Irgendwie habe ich dann gemerkt, dass das alles andere als ideal war und ich habe dann sehr vorsichtig weitergemacht, damit das Washi-Tape, auf dem ebenfalls noch feuchte Farbe ist, nicht irgendwie unkontrolliert irgendwo hinpurzelt. Ihr seht also, diese Sorte Technik ist tatsächlich nicht ganz ohne. Doch mir gefällt der Effekt, der sich hier einstellt, so unheimlich gut, dass ich mir vorstellen kann, das tatsächlich nochmal zu machen. Ich denke allerdings, dass ich mir dann wegen meiner Flächen etwas anderes überlegen müsste und es nicht so aus dem Lameng mache, so wie ich das bei diesem Bild gemacht habe. Dann stand ich vor der Wahl, mache ich eine dritte Fläche oder mache ich 2 weitere Flächen? Und dann habe ich mir überlegt, dass ich jetzt genau an den Kanten der beiden Flächen entlang gehe und tatsächlich nur noch eine weitere Fläche herstelle. Und wie ihr seht, habe ich dann schon meine Idee von, ich schütze meine Flächen in jedem Fall besser umgesetzt, als ich das bei der zweiten Fläche gemacht habe. Die Idee zur Farbe der dritten Fläche stammt jetzt auch wieder aus meinen Kindertagen. Und zwar gab es früher an den Kiosken ja diese Eistafeln und ganz früher gab es ein Eis, das war innen weiß und außen orange. Und auch hinterher gab es noch ein Eis und ich glaube, das gibt es heute noch, aber vielleicht wisst ihr das besser als ich. Das ist so ähnlich aufgebaut. Auch das ist, meine ich, mit einem orangenen Überzug und in der Mitte wäre es auch weißlich. Für die dritte sonnengelbe Fläche dieses Bildes stand tatsächlich ein Eispate. Was jetzt besonders schön ist, ich habe letzten Endes meine 3 Grundfarben auf meiner Leinwand, was so nicht geplant war, aber sich entwickelt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass es hinterher ein schönes Bild werden wird, jedenfalls für mein Empfinden. Jeder empfindet Kunst ja anders und aus euren Kommentaren kann ich ja teilweise entnehmen, dass ihr vielleicht eine letzte Farbe anders gewählt hättet oder grundsätzlich die letzte Schicht nicht aufgetragen hättet. Das ist ja das Schöne an Kunst. Jeder empfindet etwas anderes als schön, aber ich finde auch, dass Dinge nebeneinander stehen gelassen werden können. Ich hatte ja vorhin erzählt, ich habe mich gegen eine weitere Fläche entschieden und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich auf diesem Bild tatsächlich genau diese 3 Flächen habe.
Spannend wurde es dann noch einmal beim Abziehen des Washi-Tapes. Da habe ich tatsächlich gedacht, dass ich jetzt das wunderbare sonnige Gelb mitten auf meiner fuchsiafarbenen Fläche habe und war danach besonders vorsichtig, dass ich das wirklich komplett von der Leinwand herunterbringe, ohne weitere Farbe auf meine Leinwand zu bringen. Wenn Tiffany-Gläser zusammengesetzt werden, dann braucht man dazu Kupfer, welches man dann verlötet. Man hat dann also eine sogenannte Fassung um die Glasstücke herum. Und ich hatte mir jetzt hier die Frage gestellt, ob ich meine Flächen auch fassen wollte. Ich habe dann allerdings entschieden, dass ich sie nicht weiter fassen werde und dass ich die Flächen genauso belassen werde, wie sie entstanden sind. Wenn wir jetzt in der Kamerafahrt näher an die Flächen herangehen, kann man tatsächlich sehen, dass diese von mir vorhin beschriebene wolkige Struktur in den einzelnen Flächen sehr gut vorhanden ist. Ich aber grundsätzlich ebene Flächen habe. Das heißt, im Gegensatz zur Rakeltechnik, die ja in Schichten aufeinander aufbaut, habe ich hier sozusagen meine Schichten nur in einer einzelnen Ebene. Ich habe lange überlegt, wie für mich das Bild richtig rumhängt und habe mich dann dafür entschieden, den sonnigen, hellen, gelben Part oben aufzuhängen und die beiden anderen Flächen, die für mich so ein bisschen wie zwei Umschläge wirken, nach unten zu hängen. So habe ich auch im Grunde genommen die größeren Flächen unten und den leichten, hellen Part im oberen Bereich. Ich bin dieses Mal tatsächlich auf eure Kommentare gespannt, denn ich könnte mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen vielleicht zu emotionslos oder zu geometrisch ist oder auch zu technisch. Und ich liebe zwischendurch solche Dinge. Vielleicht ist das das Erbe aus meinem Architekturstudium, dass es nichts an einer geraden Linie auszusetzen gibt. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir auch herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer du dieses Video siehst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir eine schöne Woche.